Im letzten Video zur Espressomaschine habe ich die Wichtigkeit einer guten Kaffeemühle bereits angesprochen. Jetzt habe ich die brandneue SMEC Kaffeemühle schon für euch zum Testen hier. Ob sie auch wirklich eine der besagten guten Mühlen ist, zeige ich euch in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen bei Kulinik Cooking Loves Technik. Mit der neuen Kaffeemühle und dem Milchaufschäumer im bekannten Retro-Design komplettiert SMEC neben der Espresso- und der Filterkaffeemaschine sein stimmiges Kaffeesortiment. Das ist nicht nur optisch sinnvoll, denn neben vernünftigen Kaffeemaschinen ist wie gesagt auch eine hochwertige Kaffeemühle das A und O für vollendeten Kaffeegenuss. Und dass die SMEC-Mühle hochwertig daherkommt, merkt man bereits am stolzen Gewicht. Ein komplettes Metallgehäuse in angenehmer, schlanker und hoher Form, das natürlich in denselben Lackfarben der Kaffeemaschinen zu haben ist und das stiltypisch mit Chrom-Applikationen glänzt. Auch die Bedienelemente wie das Drehrad oder den Edelstahlknauf kennt man von Toaster, Mixer und Co., wodurch die Mühle eben nicht nur optisch perfekt passt, auch die Bedienung ist SMEC-Fans bekannt und einfach. Und SMEC wäre nicht SMEC, wenn es nicht auch bei der Mühle ein Mehr an Funktionen gäbe, die andere Geräte nicht aufweisen können. Doch dazu gleich noch mehr. Das Herzstück der Mühle ist ein konisches Mahlwerk, das komplett aus Edelstahl gefertigt wird. Zur einfacheren Reinigung ist es herausnehmbar, grundsätzlich aber sowieso pflegeleicht und wartungsarm. Ein kleiner Reinigungspinsel ist dafür im Lieferumfang enthalten. Darüber sitzt der abnehmbare Bohnenbehälter aus robustem Tritan-Kunststoff. Auch befüllt mit bis zu 350 Gramm Kaffeebohnen lässt sich der leicht abnehmen oder auswechseln, ohne dass Bohnen unten herausfallen, wie es bei anderen Mühlen gerne der Fall ist. Das Mahlergebnis landet wahlweise direkt im Siebträger, wofür eine extra Halterung angebracht werden kann. Oder man mahlt etwas mehr Kaffee für Filterkaffee oder French Press vor und lässt diesen direkt in die enthaltene Aromadose fallen. Die untere Mühlenöffnung ist mit einer Gummilippe versehen. So landet der Kaffee auch immer gezielt dort, wo er hin soll. Was beim Mahlen ebenfalls gleich auffällt, ist, dass sie im Vergleich sehr angenehm leise arbeitet. Und um uns die Vorzüge der Funktionen genauer anschauen zu können, schauen wir erst einmal, welche typischen Alternativen es zum Mahlen und Portionieren von Kaffee bei anderen Mühlen gibt. Im Wesentlichen sind es zwei Möglichkeiten. Entweder man mahlt wie bei der SMEC direkt in den Siebträger, wobei gängige Mühlen hier immer nur einen manuellen Ein- und Ausschalter besitzen. Das geht recht einfach und zügig, aber hat den Nachteil, dass man für jeden Kaffee natürlich neu mahlen muss und Lärm machen muss. Abhilfe schafft hier das Mahlen in integrierte Portionierbehälter. Diese fangen das Kaffeepulver auf und geben es über einen Drehmechanismus portionsweise nach Bedarf ab. In der Regel sind diese Portionen aber nicht einstellbar, weshalb man gerne mal rumsaut, weil doch irgendwie immer zu viel oder zu wenig rauskommt. Und daher hat mich das Bedienprinzip der SMEC echt total überzeugt und überrascht. Über den bekannten Drehknopf kann man nämlich nicht nur über eine manuelle Start-Stopp-Funktion die gewünschte Kaffeemenge ausgeben, auch die richtige Kaffeemenge für den einfachen oder doppelten Siebträgereinsatz ist wählbar. Die Maschine läuft dann einfach so lange, bis die Kaffeemenge stimmt. Das funktioniert mit insgesamt 8 Voreinstellungen, auch für die Angabe von Tassen. Menge auswählen, Aromabehälter darunter stellen, Start drücken. Und die Maschine mahlt automatisch die richtige Menge für beispielsweise 6 Tassen aus der Filterkaffeemaschine. Und es kommt noch besser. Die jeweilige Kaffeemenge ist durch Taste gedrückt halten individuell einstellbar, ähnlich wie zum Beispiel die Wassermenge bei der Espressomaschine. Also kleinste Kaffeemenge am Rad auswählen, gedrückt halten bis zur gewünschten Kaffeemenge und dann wieder loslassen. Dabei wird für den Espresso oder auch die Tassen sogar automatisch hochgerechnet. Nachdem man also die Menge für einen Espresso oder die 2 Tassen festgelegt hat, werden auch die weiteren Mengen angepasst. Perfekte Mahlergebnisse
immer in den richtigen Mengen. Das macht die Mühle selbstverständlich auch mit Maschinen anderer Hersteller kompatibel. Natürlich kann man auch den Mahlgrad anpassen und das gelingt ebenso einfach und stylisch über den oberen Bedienknauf, mit dem sich das große Rad rund um die Mühle bzw. die vordere Mahlgradskala bedienen lässt. Achtung, der eingestellte Mahlgrad wird nicht vom Knauf angezeigt, sondern von der gegenüberliegenden roten Linie. Damit das Experimentieren und jeweils zur Bohne passenden Mahlgrad finden nicht zu kompliziert wird, ist die Skala auch noch angenehm in 3 Stufen fein, mittel, grob unterteilt. Der Espresso ist im feinen Bereich zu Hause, Filterkaffee im mittleren, French Press im groben. Alles andere ist Feinjustierung nach Geschmack. Mehr dazu, wie gesagt, im Video zur Espressomaschine, falls du das noch nicht gesehen hast. Insgesamt begeistert mich die Kaffeemühle daher als stimmiges Gesamtpaket. Die Mahlergebnisse stimmen absolut verlässlich, die Qualität der Bauweise und Materialien überzeugt. Und die einstellbaren Funktionen sind einfach nur praktisch und eigentlich genau das, was ich bei Kaffeemühlen immer vermisst habe. Zusammen mit dem milden Geräuschpegel ist eine solche Mühle in der Preisklasse echt etwas, das man suchen muss. Falls du noch weitere Fragen hast, besuch mich gerne im Shop unter kulinik.com. Dort stehe ich dir im Chat zur Verfügung. Und wenn du schon genauso überzeugt bist wie ich oder dir einen eigenen Eindruck verschaffen möchtest, kannst du die Mühle natürlich auch gerne dort bestellen. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Vielen Dank und bis dahin, euer Matthias.